Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin auf meiner dritten Motorradreise in Chile, Patagonien unterwegs und im letzten Video habe ich mein Visum erneuert, weil das ausgelaufen war. Jetzt habe ich neue 90 Tage, um mich weiter Richtung Süden zu begeben. Und jetzt will ich endlich die Carretera Austral beenden. Wie so oft habe ich mein Motorrad beladen und will aufbrechen. Die Sonne scheint, es ist patagonischer Wind, also stürmisch. Typisches Wetter für hier, aber es ist nicht kalt. Es ist deutlich wärmer geworden die letzten Tage. Es ist jetzt so ein Hoch, ich weiß nicht. Ja, Chile Chico ist bekannt für besseres Wetter. Wenn ich wieder über diesen Pass fahre, mal sehen, ob es dann schlechter ist. Die Wettervorhersage sagt, es ist auch gut da. Heute ist das Ziel Cochrane, die letzte größere Stadt, auf dem Weg zum Ende der Ruta 7. Und ich werde wohl so 2 oder 3 Nächte brauchen, um O'Higgins, das ist der Ort, wo die Ruta 7 endet, zu erreichen. Und da gibt es dann so ein Schild, Sie haben das Ende erreicht. Und da möchte ich gerne das Foto machen. Ciao, gracias. So. Es sind 180 Kilometer. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Die ersten 6 Kilometer sind asphaltiert. Die habe ich jetzt hinter mir. Und der Rest ist so. Nicht jinxen, aber es war ja auch schon arschkalt, 5 Grad und so, und es hat geschifft wie Sau, alles war nass, musste 3 Tage trocknen, also das Wetter ist schon extrem und dieser Wind hier, der nervt auch. Wenn der Wind von vorne kommt, dann kann ich mich gar nicht richtig vorlehnen, dann zerre ich immer am Lenker, weil er mich so nach hinten bläst, dass ich komplett aus der Balance bin. Das ist echt... Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich stürzen muss bisher, aber ich kann mich eben nicht weit vorlehnen, der bläst mich dann immer wieder nach hinten. Und hier ist es vielleicht besser zu sitzen. Aber temperaturmäßig, es sind 18 Grad. Also man kann schon auch noch Mitte April in Patagonien rumfahren. Wahrscheinlich werde ich in 3 Tagen irgendwo im Schnee feststecken und dann geht gar nichts mehr. Aber es gibt eben auch solche Tage, das wollte ich nur sagen. Ei, da kommt wieder ein Staubwirbler. Die Straße ist halt auch nicht gemacht für Gegenverkehr. Ich bin durch einen kleinen Ort jetzt gekommen und hier ist ein Minimarkt. Es ist so heiß, es ist unglaublich. Hier ist auch kein Wind mehr. Weiß nicht, was hier los ist.
Und es ist so heiß, dass ich jetzt ein Eis esse. Vor 2 Tagen bin ich noch schier erfroren, jetzt esse ich Eis. Da geht's dann weiter. So, Mittagspause. Hier ist ein Loch im Zaun. Aua. Und es ist ein Pfad. Ich scheine nicht der Erste zu sein, der hierher geht. Ich weiß gar nicht, ob hier Leute sind. Eigentlich eher nicht. Aber ich wollte schon schöne Sicht haben, ne, zur Mittagspause. Und da steht ein Haus, da ist aber kein Mensch, glaube ich. Oder da könnte jemand wohnen. Naja, ihr seht, die Aussicht ist okay. Und ich glaube, hier setze ich mich jetzt hin. Und ich habe jetzt diesen Stanley Travel Mug. Keine Sorge, selbst bezahlt, weil ich ihn hier jetzt so geil in die Kamera halte. Aber das ist ja eine French Press. Aber heute habe ich heißes Wasser reingefüllt, weil ich seit mehreren Wochen bereits Mate-Tee mit mir rumschleppe und es erst einmal getrunken hatte und ich fand es geht so, aber ich habe gedacht, unterwegs könnte es geil sein und jetzt ist es soweit. Heißes Wasser habe ich jetzt hier mir reingefüllt und da ist das Mate-Zeug drinne. Das ist meine Mate-Tasse und jetzt werde ich den genießen oder ja trinken. Ja, könnte sein, dass das Stanley Ding und ich noch gute Freunde werden. Während ich hier so im Gras Mate-Tee trinke, meine Lenkererhöhung. Jetzt, wo ich ein paar tausend Kilometer damit gefahren bin und auch viel Schotter, kann ich sagen, ist 1000-mal besser. Und auch, ich hatte immer, ich glaube, diese Schwielen an den Händen hier, die gehören zum Motorradfahren dazu. Aber vorher war es immer so, dass wenn ich länger gefahren bin, dass es quasi wirklich Blasen geworden sind, dass es dann offen war. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Und das ist eben auch, da die Lenkerstellung jetzt anders ist. Wieder ein Pferd. Heute viele Pferde. Die mögen auch gutes Wetter. Hallo. Jetzt ist es soweit. Letztes Mal bin ich von da gekommen und jetzt bin ich gerade eben auf die Route 7 eingebogen. Da steht es Carretera Austral. Das ist das gleiche. Cochrane sagen die Touristen immer. 65 Kilometer stand da. So, ab jetzt ist alles wieder Neuland und jeder Meter ist ein Meter weiter südlich. Ich glaube, wir sind dann schon südlicher als Neuseeland. Also sehr besonders. Hier ist alles besonders in Patagonien, das muss man sagen. Ich bin ja losgefahren nochmal, weil ich gedacht habe, ich will eigentlich nur nach Ushuaia das runterballern und das abhaken, so Bucketlist-mäßig. Aber jetzt ist es halt echt ein Traum. Klar, wenn es kalt ist, ist es ungemütlich und so und abends wird es auch kalt und wenn es dann nicht richtig beheizt ist, die Häuser mit ihren Pappwänden und so weiter. Aber die Tage entschädigen wirklich. Hier ist ein Aussichtspunkt und da kann ich euch gut zeigen, dass wir jetzt nicht mehr an einem See langfahren, sondern an einem Fluss, der Rio Baca.
Shit, hier ist im schlechten Uiuiui Zustand. Fuck. Matschig. Und jetzt noch Kühe. Muss es sein. Hui, gar nicht so einfach. Hier ist ein bisschen besser. Das ist okay. So, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Es war relativ einfach. Erste Anlaufstelle hat mich der Hund ganz aufgeregt begrüßt und mich durch das Haus geführt, aber war niemand da. Bin ich wieder gefahren und jetzt zweite Anlaufstelle habe ich gefragt, 18.000 sind 20 Euro für ein Zimmer. Habe ich direkt zugeschlagen, Gemeinschaftsbad. Und es gibt einen Fernseher hier. Nicht, dass ich den benutzen würde, aber diese Ausstattung bin ich nicht mehr gewohnt. Es gibt einen Tisch. Ich hatte jetzt schon mehrere Zimmer. Das letzte zum Beispiel, wo ich jetzt fast eine Woche war, das hatte gar nichts. Und es gibt Haken, wo man eine Jacke aufhängen kann. Das sind schon Luxus Ausstattungsmerkmale. Und ich kann mein Bike hier, da steht die Lucy, kann ich da parken. Da werde ich das Gepäck schön drauf lassen. Die können das zumachen, ob sie es abschließen, weiß ich nicht, aber hier guckt euch mal den Ausblick an. Hier in Patagonien ist alles super safe, sagen die immer, das ist alles kein Problem, die lassen eh immer alles offen, die Türen sind offen und es ist ganz anders als in Santiago oder so. Ja. Ich werde jetzt hier mich aus den Stiefeln rausschälen und aus dieser Regenhose. Heute ist so warm, ist brutal. Und dann werde ich ein bisschen die Stadt erkunden und ich habe Hunger. Ich habe heute nur 2 Toast gegessen. Ich habe echt Hunger. Und das ist Cochrane. Wir sind hier und ich werde dann mal hier zu dem Plaza wahrscheinlich laufen. Richtig groß ist nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Und holt sich einen Snack. Und das ist der Hauptplatz in Cochrane. Ist einfach ein Park. Hier ist so ein, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist so dunkel, aber ein Reh aus Holz. Und sonst sieht es eigentlich aus wie all die Plätze hier. So. Schönen guten Morgen. Es ist strahlender Sonnenschein. Ich habe heute, wie man vielleicht sehen kann, nur meine Jeanshose an. Nicht meine Regenhose, die ich normalerweise immer als Windschutz anhab. Es ist schon wieder so heiß, ich schwitze, bin total geschwitzt vom Aufladen. Was haben wir denn hier für eine Gradzahl? 14 Grad. Ja, in der Sonne ist es halt brutal. Die Sonne Patagoniens. Heute, ich glaube, es sind 120 Kilometer, 2,5 Stunden nach Tortel. Ein kleines Kaff, das aber sehenswert sein soll. Das ist der Plan. Jetzt gehe ich noch mal tanken und dann geht es aber wieder auf die Hoppelpiste. So, es startet, wie es gestern aufgehört hat, mit diesen Baustellen. Das ist das Nervigste und das sind auch die schwierigsten Parts bisher auf der Route 7. Weil die dann nass sind und große aufgeschüttete Sandhügel oder Stein, hier so Kieshügel, Matschfelder.
Und es ist natürlich nervig, also es kann sein, dass man mal 20 Minuten steht. Ja. Ciao. Hotel liegt ein wenig abseits der Route 7, wie man hier sieht. Carretera Austral geht noch da. Puerto Yungay morgen dahin. Und hier geht es jetzt 20 Kilometer noch nach Tortel. Mercado Musik aus. Hotel. Touristisch, ja? Frank hat mir eine Unterkunft empfohlen, wo er war. Ich meine, er war natürlich mehr in der Hauptsaison da, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. So, ich bin gerade ganz durch den Wind. Es war alles so, wie der Frank gesagt hat. Ich bin rein, der hat das Zimmer. Das hier ist das Zimmer. 15.000 sind 17 Euro. Mit Frühstück kann ich übernachten. Alles sehr einfach, super netter Typ. Und ich bin dann nicht gleich den Ort erkunden gegangen, weil heute spielt die Eintracht, also Eintracht Frankfurt in Barcelona. Und ich bin ein sehr großer Eintracht-Fan. Auf der Lucy klebt ja auch ein Eintracht-Aufkleber, wie der eine oder andere vielleicht schon gesehen hat. Und ich habe alle großen Spiele in den letzten Jahren eigentlich live im Stadion gesehen. Dieses Mal war es mir nicht vergönnt und beim letzten Spiel konnte ich es nur im Radio hören, beim Hinspiel, weil ich da auf dem Weg nach Chile Chico war und also alles viel länger gedauert hat, als ich geplant hatte. Und deswegen habe ich dann heute hier bei dem, der hat auch einen Kiosk oder einen Laden, direkt meine Mobilkarte aufgeladen, weil hier gibt es kein WLAN. Und dann habe ich hier auf so einem Livestream das geguckt, die erste Halbzeit. Und dann zweite Halbzeit hat er mir den Fernseher angemacht, weil der hat ESPN Live oder wie das hier heißt. Und dann habe ich das auf dem großen Fernseher geguckt. Und ja, die Eintracht hat den FC Barcelona aus der Europa League geworfen. Und für alle Fußballfans, die können sich ungefähr vorstellen, was für ein großes Ereignis das ist. Man sagt Jahrhundertspiel, Wunder, bla bla bla. Interessiert euch vielleicht nicht so, aber ich finde es geil. Und das ist der Fernseher. Das ist der Gastgeber. Hola. Und ja, das ist mein Zimmer. Sieht man vielleicht ganz einfach. Und ja, jetzt habe ich mir noch ein Bier genommen. Bier hat er auch noch. Perfekt. Und jetzt gehe ich ein bisschen den Ort erkunden, bevor es dunkel wird. Puh. Die Lucy steht heute da. Das ist die Tür zu meinem Apartment. Und das ist der Ort. Hola. Das ist der Ort. Und es gibt so einen Weg
Jetzt, bevor es dunkel wird, laufe ich da noch mal runter. Der Parkplatz hier oben ist so voll, weil man nicht runterfahren kann. Es gibt nur diese Stege unten im Ort. Und Tortel liegt am Meer, aber das Land ist hier ganz zerklüftet, sodass es quasi an so einem Fjord liegt. Und deswegen ist es besonders schön. Das ist auch typisch in Patagonien, dass einen irgendwelche Hunde begleiten. Hier sind tausende Hunde. Und wenn man nicht auf dem Motorrad sitzt, sind die eigentlich relativ freundlich oder sehr freundlich. Und der läuft schon eine halbe Stunde mit mir. Und wenn ich jetzt woanders abbiege, dann kommt er auch mit. Und wartet auf mich. Das ist echt sehr nett. Wundert euch nicht, dass ihr nichts seht. Ich wollte nur mal zeigen, es ist schwierig, den Weg zu finden. Es sind überall Stege und Abzweigungen. Und jetzt sehe ich hier die zweite Bucht, aber ich dachte, ich wäre schon da. Jetzt sehe ich, dass da noch eine Bucht ist. Ja, ich meine, hier ist auch kein Mensch im Moment. Es ist nicht so einfach im Dunkeln. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Da sind immer so Pfeile. Ich hoffe, das sind die Pfeile zurück ins Camp. Oder was heißt ins Camp? Lodge. Weiß ich nicht. Lodge ist nicht richtig. Glaube ich. Ich muss auf jeden Fall dahinter hin. Glaube ich. Schwierig. Ist jetzt doch weiter, als ich gedacht habe. Ich hatte noch einen Lachs in so einem Restaurant. War ich der einzige Gast. Aber war lecker. Puh. Viel Treppenlauferei. Nur mal kurz verlaufen und ich bin woanders rausgekommen, als ich gestartet bin. Aber das ist der Parkplatz. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht da die Lucy. Habe ich es geschafft. Dann verabschiede ich mich für heute Abend und morgen früh starte ich dann zum Ende der Carretera Austral. Hoffe, das klappt. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, hat sich das Wetter geändert. Es ist nicht so kalt, aber es regnet. Es ist on and off. Jetzt ist es gerade wieder off. Also leichter Regen oder naja, gar nicht so leicht. Aber eben hat es richtig geschifft. Ich muss aber los, weil um 12 die Fähre geht. Es fühlt sich nach Gang an. Und eine Stunde brauche ich ungefähr dahin. Und im Sommer geht die Fähre 4-mal am Tag, habe ich gelesen im Internet. Ab April, was jetzt ist, nur noch 2-mal am Tag. Und hier der Herbergsvater
man weiß ja nie, ob das stimmt, was im Internet steht und so. Das ist ja alles immer schwierig mit den Auskünften, auch wenn die Leute einem was erzählen. Auch immer schwierig. Selbst was die Einheimischen einem erzählen, muss nicht stimmen. Gestern 128, oh no, 129 und ja, ich müsste eigentlich hier nochmal tanken. Es gibt keine Tankstelle mehr vor O'Higgins und da muss ich nach O'Higgins und zurück. Ich schaffe das wahrscheinlich so, aber wer ist dann nochmal getankt hat, stehen geblieben. Jedenfalls hat der gesagt, hier der Herbergsvater, um 12 geht die Fähre und ja, ich muss jetzt los und dann komme ich 11:45 an. Und normalerweise brauche ich immer viel länger, als es Google anzeigt. Aber er hat auch gesagt, eine Stunde brauche ich dahin. Ist jetzt halt nicht so viel rum anhalten und Fotos machen, sondern eher einfach mal dahin fahren. So, tanken. Für mein Moped war es ganz gut, dass mal dieser ganze Staub runter ist. Aber es wird jetzt eher eine matschige Angelegenheit wahrscheinlich. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, das war die Unterkunft. Ich hatte schon schlechtere Zimmer, aber es war sehr kalt. Das kälteste Zimmer bisher. Im Wohnzimmer war zwar dieser Kamin, aber das ist nicht ins Zimmer gezogen. Es gibt dann immer so 4, 5 Decken, haben die immer diese Technik. Das ist ganz gut, wenn man unter der Decke liegt, aber alles, was draußen ist, ist schlimm. Und morgens dann aufzustehen, ist ätzend. Ja, allerdings Dusche mit warmem Wasser gab es bisher immer. Ich hatte noch nie, dass es nur kaltes Wasser gab, so wie es in Asien oft ist. Das ist hier Standard wahrscheinlich, weil kalte Gegend. Ja, ich hoffe, hier passiert jetzt noch mal was. Ich bin ein bisschen unter Stress jetzt, weil 1:10. Ich hoffe, dass dann um 16 Uhr oder so noch eine geht, aber schön wäre es natürlich, wenn ich die um 12 bekommen würde, sonst stehe ich da 4 Stunden. Ach Leute. Die tanken halt hier immer auch noch irgendwelche Kanister voll und was weiß ich. Es ist nicht einfach nur tanken wie bei uns. Hola. ¿Cuánto va a cargar? Geno, por favor. ¿Ahí o más? Un poquito más. Ya, cuidado, no le voy a hacer picar. Opala. Lo siento, ahí le voy a traer un pañito no que sale problema. con mucha presión. No sé si puede echarle un poco. ¿Es o qué? Ahí mejor, porque Sí, si no, está bien. le voy a dejar peor. Muchas gracias. Nada, disculpe usted. Perfecto. Ya. Sí. Gracias. ¿Con crédito? Sí. Ahí estaría su boleta y su voucher. Gracias. Hasta luego, que tenga. Hasta luego. Chao.
jetzt muss ich aber los. Jetzt komme ich genau 12 an. Ja, das wird wieder eng. Ich hoffe mal, dass es wie immer ist, dass sie ein bisschen spät sind. Aber ja, ich hatte auch schon Fähren, die sind auf die Minute pünktlich abgefahren. Zum Beispiel die von Chiloé. Jetzt muss ich hier einmal noch... Zack. Zack. Okay, los geht's. So, ein letzter Blick auf den See. Hupala. Nicht zu viel. Da, gucken. Und hupala. Schmierig könnte es jetzt sein. Schotter ist nicht so schlimm, wenn es nass ist. Dieser Lehmboden nervt dann eher. Jetzt, wo der Regen wieder zunimmt, zu meiner Ausrüstung. Ich bin eigentlich für Kälte relativ gut ausgerüstet. Es war jetzt noch nicht so, dass es zu kalt war. Aber Regen ist ein Problem. So ein Regen ist okay, aber so Starkregen, irgendwann ist es durch bei mir und dann fange ich an zu frieren, dann ist alles nass. Meine Schuhe, die neuen, die sind top, aber eben nicht wasserdicht. Meine Handschuhe, ich fahre eigentlich immer mit diesen Sommerhandschuhen. Ich habe halt die Halsgriffe und ich ziehe dann so Nylon-Unterzieh-Handschuhe an. Einmal habe ich die Winterhandschuhe angehabt, aber nur, weil die komplett durchnässt waren. Die sind eben auch nicht wasserdicht. Hose ist ein Problem. Ich wollte mir schon mal eine besorgen, aber ich bin nicht bereit, 900 € auszugeben. Ich fahre mit dieser Jeans 50.000 Kilometer fast. Die hat nichts, da ist keine Naht offen, nicht dünn, alles, die ist perfekt. Also Vanucci ist es, habe ich selber bezahlt, kriege ich nichts von denen, aber das ist ein überragendes Produkt. Wenn die jetzt noch wasserdicht wäre, wäre es die perfekte Hose. Meine Heldjacke, die 500 €, auch super, bin ich auch super zufrieden. Vor allem mit dieser Gore-Tex Überziehjacke als Regenjacke. Ich habe gar keine andere Jacke mehr dabei, ich ziehe die immer an. Dann ohne die Motorradjacke, weil das nervt natürlich in der Protektoren irgendwie durch die Stadt zu laufen. Ist auch top, aber die Heldjacke, die musste ich eben schon 2-3 Mal nähen lassen, weil die Taschen aufgerissen waren oder die Klettverschlüsse. Ist vielleicht besser, wenn das so Magnetverschlüsse sind. Da gibt es Verbesserungsbedarf. So viel zu meiner Ausrüstung. Es regnet on and off, es ist nicht so schlimm. Boden ist okay bisher. Wenn ich jetzt auf die Ruta 7 treffe, dann werden wir sehen. Das ist ja dann alles, was ich noch nicht gefahren bin. Und ich hoffe, ich erreiche die Fähre pünktlich. Wie schon gesagt, das ist eigentlich mein Hauptanliegen. So, hier geht es jetzt ab. Puerto Yungay, da will ich hin. Das ist der Hafen, weil die Carretera Austral, die ist da unterbrochen. Da muss man ein kleines Stück mit der Fähre fahren, aber dann kann man das letzte Stück der Carretera Austral fahren und ja, das ist mein großes Ziel. So, jetzt hatte ich eben das Problem, dass die ABS-Lampe aufgeleuchtet hat. Ich hatte heute das ABS nicht ausgemacht. Jetzt habe ich es ausgemacht, wie man hier unten sieht. Aber hat es jetzt aufgeleuchtet und das hat mich jetzt 5 Minuten gekostet. Habe ich geguckt, das ist alles so ein bisschen eingeschlammt. Vielleicht ist der Sensor eingeschlammt, der Sensor eingeschlammt. Und das ist ja immer nur so, weiß ich nicht, 4 mm Spiel oder so. Und wenn da ein bisschen Schlamm dazwischen hängt, dann berührt es das und dann sagt das ABS vielleicht, mag ich nicht.
Jedenfalls ist es jetzt weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe aber wieder 5 Minuten verloren und es ist genau, also jetzt komme ich um 57 an, um 12 soll die Fähre gehen. Hi, das wird eng. So, mein Visier beschlägt heute in der Mitte, wo ich atme, obwohl ich Pinlock habe. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwann nach ein paar, nach ja, 44.000 Kilometern. Puerto Yungay, willkommen in Puerto Yungay. Geiles Schild. Das heißt, ich könnte es schaffen. Aha. Sieht schon abfahrbereit aus. Da ist genau noch Platz für mich, hoffe ich. Und wenn sie mich jetzt stehen lassen, bin ich stinksauer. Jawohl. Hola. ¡Ay, sí! ¡Eso es que justo! Gut, perfekt. ¿Está bien? Vamos. Sí, el chiquitito. Ja, genau hinter mir macht er die Klappe hoch. Und wir fahren schon. Geile Art. Das nenne ich perfektes Timing, drauf gefahren und ich saß drauf dem Motorrad, ist das Ding schon losgefahren. Hola. Ja, hier ist noch, das sind alles Touristen, weiß ich gar nicht, ob es alles Touristen sind, ehrlich gesagt. Das, was mich wundert ist, ich bin der einzige Motorradfahrer, weil das Stück nach O'Higgins ist wirklich ein Motorradfahrertraum. Eins der ganz großen Ziele, was man hier immer erreichen muss. Das Ende der Carretera Austral. Eine Legende sozusagen. Das Wetter soll besser werden am Nachmittag hin. Bisher kann man das noch nicht wirklich behaupten. Es regnet zumindest nicht so stark im Moment. Dieses letzte Stück der Carretera Austral soll wunderschön sein. Das ist der Rio Bravo hier. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Mit 10 Milliarden Aufkleber. Ziemlich viele. Da sind wir rübergefahren. Ah, da geht die Straße lang. Da sieht man sie fahren da vorne. Nur Higgins gibt es wohl wieder eine Tankstelle. Hätte ich gar nicht tanken brauchen heute. Ja, weiß jetzt nicht. Ja, klebe ich meinen auch noch hin. Guck mal rein hier, das hier ist. Ah, Toilette. Es ist so ein bisschen ein erhebender Moment, weil als ich zurückgefahren bin nach Santiago, war Patagonien erstmal gestorben für mich. Und überhaupt Südamerika, und dann bin ich ja doch da geblieben. Dann war es so, fahre ich nochmal runter. Viele haben gesagt, oh, es wird Winter, man kann nach März dann nicht mehr runterfahren. Und deswegen ein erhebender Moment, dass ich es jetzt hier geschafft habe, hierher zu sein. Und jetzt muss ich nur noch zu Ende fahren, ohne das Bike zu zerstören, ohne mich zu zerstören. Und dann habe ich einen großen Meilenstein in Patagonien erreicht, den ich gerne erreichen wollte. Ist irgendwie, habe ich schon oft von gehört gehabt. Für mich ist es irgendwie cool, dahin zu kommen. Jetzt
gehen wir es an. Kamera läuft. Befriedigend. Villa O'Higgins, 99 Kilometer. Ach, Patagonien, da oben liegt Schnee. Aber was erblickt mein Auge da? Mein Nummernschild ist schief. Ich glaube, da hat es die Schraube. Eieiei. Abgerissen. Durchge... Oh fuck, Alter. Das ist nicht so gut. Es ist gebrochen. Nicht so gut, nicht so gut. Machen wir da jetzt größere Schraube rein. So, ja, das wird nicht halten. Ja. Da muss ich aufpassen. Ein paar Meter gefahren, jetzt nochmal gecheckt. Ja, das geht so nicht. Ich schraube es jetzt mal ab. Und dann gucke ich mal, vielleicht ist in O'Higgins jemand da. Hier, ich weiß nicht, brauche ich eh kein Nummernschild so richtig, glaube ich. Aber so riskiere ich einfach, dass es abfällt und das ist an der Grenze und so ist das scheiße, glaube ich. Deswegen, bevor der Regen kommt, der nächste, schreibe ich es schnell ab. So, das Ergebnis ist, dass ich es ab habe, aber die Schrauben noch drin sind, weil die Schraube, die ist hinten gekontert mit einer Mutter, das ist so eingerostet, habe ich nicht geschafft, das zu öffnen. Das ist brutal. Jetzt müssen wir mal schauen, was man da macht. Entweder neue Löcher bohren, wahrscheinlich ist das das Einzige, dass man neue Löcher macht und das dann woanders hinbohrt, anschraubt. Und ja, mir muss jemand helfen, das aufzumachen. Ich spreche es mal mit WD-40 ein. Das ist ja so ein Rostlöser. Um es mit Franks Worten zu sagen, let's adventure, hey! Und wieder mal ein Regenbogen. Ist geil, jedes Mal, wenn es geregnet hat, glaube ich, in Patagonien habe ich auch einen Regenbogen gesehen. Hier muss es eine Menge Gold geben. Wow, der ist voll intensiv. Guck mal hier. Ich weiß nicht, wie man das auf der Kamera sieht, aber das ist das Ende des Regenbogens. Super geil. Wow, voller Bogen.
Ich will echt nicht angeben, aber da ist der nächste Regenbogen. Ich weiß, jetzt wird es unrealistisch, aber hier ist der dritte Regenbogen. Nochmal Kälbchen. So, das sieht aus, als wäre es ein Ort. Was steht da? Bienvenidos a Villa O'Higgins. So. Das ist das letzte Stück. Hier ist Polizei, deswegen ist hier so eine Sperre. Auch das letzte Stück der Straße kann sich durchaus sehen lassen. Es ist soweit. Fin de la Carretera Austral, 1247 Kilometer. Wie man sieht, ein beliebtes Fotomotiv. Die kenne ich noch von der Fähre. Lucy the Great. Sie sieht angemessen aus für das Ende der Carretera Austral. Die Felge ist blau normalerweise. Und wenn man um das Schild herum geht und das auf der anderen Seite anguckt, dann ist hier Kilometer 0. Da unten ist das Schild, jetzt bin ich hier hochgekraxelt. Und hier sind nochmal 2 Schilder. Und Ruthis Reisen habe ich hier verewigt. Carretera Austral ist erfüllt. Hier geht es keine Straße mehr weiter. Jetzt kann man entweder zurück nach Chile Chico fahren oder mit der Fähre nach Puerto Natales. Und das werde ich versuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es großartig gefallen. Ich wollte mich noch bedanken heute bei meiner Mama für die Spende. Vielen Dank, Mama. Und morgen geht es dann zurück und schauen wir mal, ob ich diese Fähre bekomme. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, euer Ruti.